Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich zeige euch heute Sehstärkenlinsen oder Einsätze für die Pico Neo 3 Link von der Marke VR-Rock. Ist jetzt die erste andere Marke, die ich ausprobiere. Sonst habe ich immer die von VR-Optica genutzt, aber VR-Rock war so freundlich, mir ein Exemplar zuzuschicken. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ich das Ganze finde, und für euch gibt es auch noch einen Rabattcode, also bleibt dran. So kommt das Ganze dann verpackt, noch in einem extra Karton, und da drin befinden sich schon die Linsen in so einem kleinen, schönen Köfferchen. Ein Täschchen finde ich eigentlich ganz cool. Sonst gibt es bei anderen dann so ein Brillenetui klassisch, aber da können sie natürlich drin rumwackeln. Andererseits, das sind jetzt die für die G2 von den VR-Optica. Hier natürlich extra geschützt. Das fehlt hier jetzt. Hier ist noch so ein Blue Light Protector. Falls man Blue Light mit drin hat, dann kann man das irgendwie hier mit testen, wie das rausgefiltert wird. Ne, hier ist ein Blaulicht. Aber können wir gleich mal gucken. So. Ja, und dann haben wir die hier. Ich habe die jetzt schon ausgepackt gehabt. Kleines Härchen. So und so sehen die dann aus. Bisschen katzenaugenförmig, aber eben passend zum Gerät. Und die sind jetzt auch nicht sonderlich dicker als die von der G2. So, das sind die von der G2. Man sieht schon, viel kleiner. Das hat mich auch damals immer gestört. Die hier sind viel größer. Und ja, das Profil ist fast gleich. Ne? Also ein bisschen größer. Allerdings werden die auch echt tief rangesteckt. Hier sieht man die Fläche, wo es rangesteckt wird. Ja, Fokus. Ist sehr dünn im Vergleich zu dem. Und da wird auch echt ein ganz gutes Stück, hier sieht man es innen, aufgesteckt. Also sollte man da jetzt keine Probleme haben mit reduziertem FOV, zumindest nicht stark. So, und hier habe ich schon das Gerät. Und euch wird es bestimmt schon aufgefallen sein, ihr habt ja hier so Silikon oder Gummi um die Linsen. Ich habe jetzt gedacht, die muss man jetzt abziehen oder irgendwie zur Seite schieben, aber nein, es wird einfach draufgesteckt, was ich super finde, weil die Linsen dann weiterhin geschützt werden. Ne? Also die liegen dann oben drauf und das Gummi liegt zwischen denen. Und dadurch, dass die sowieso so weit draufgesteckt werden, ist das gar kein großes Problem. So, das ist jetzt die linke Seite. Hier ist ein kleiner Indikator hier oben. Ja? Der muss quasi ja, eben sein mit dem hier oben, wo man einstellen kann, wie das IPD ist. Also dieser Strich muss mit dem hier übereinstimmen. Na? So, jetzt habe ich es aber. Ja, wenn man die einmal richtig drin hat, dann bewegt sich das nicht sonderlich. Also ich kann es jetzt hier nicht drehen oder so. Und man sieht es hier schon, der Vergleich links und rechts. Das ist ordentlich Glas, was man hier hat. Also das FOV sollte jetzt nicht sonderlich kleiner werden, vielleicht sogar größer, je nachdem, wie ihr, ja, welche Sehstärke ihr habt. Ich habe jetzt hier, das sind nicht meine eigenen, sondern habe ich von Bekannten gemacht oder anfertigen lassen. Und darin sehe ich alle super klein, weil die Sehstärke da ein bisschen stärker ist. Aber ich habe die auch schon getestet und ja, finde die gut. Zu VR-Rock kann man noch sagen, dass die ja super schnell geliefert haben. Da war ich echt begeistert. Also die Anfertigung hat keine Woche gedauert. Und das ist aus dem Ausland. Also das ging schon recht fix.
So, jetzt gucken wir mal hier diesen Blue Light Filter uns genauer an. Ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt gar nicht so extra bestellt, aber vielleicht, na, wie funktioniert denn das? Hier ist blaues Licht, weiß und jetzt soll der hier irgendwie zeigen, ich weiß gar nicht, das kann ich sehen, ne? Ja, ein bisschen kann man es sehen. Aber nochmal hier der Vergleich. Im Vergleich zu den G2-Dingern. Super Qualität. Ist natürlich auch, ich glaube, ja, ich bin mir gar nicht sicher, hat so eine raue Oberfläche. Ob das jetzt ein 3D-Druck ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber ich bin von der Qualität auf jeden Fall angetan. Finde cool, dass hier so eine Tasche bei ist. Sitzen super auf der Brille. Und ja, es sind halt Linsen. Oh, jetzt kriege ich die kaum raus. Uah. Also die sitzen schon fest. Und wenn ihr die nicht mehr braucht oder wenn ihr viel tauscht, könnt ihr die hier wieder reinpacken. Oder vielleicht andersrum. Dann sind die Linsen auch geschützt. So. Das ist ein bisschen rau. Ich weiß gar nicht, was jetzt optimal wäre. Naja, am besten man hat nochmal irgendwie eine Folie, wie hier. Habe ich die einfach drin gelassen. So. Das sind sie also, die Linsen- bzw. Sehstärke-Einsätze von VR Rock für die Pico Neo 3 Link. Die haben natürlich auch ganz viele andere Linsen zur Auswahl. Vor allem fand ich interessant die magnetischen Linsen für die Quest 2, die man jetzt immer öfter sieht, also wo ihr quasi einen Einsatz habt auf der Quest 2 und dann müsst ihr die Linsen nur noch magnetisch austauschen. Eigentlich ganz cool. Gab es jetzt für die Pico Neo 3 Link nicht, aber trotzdem bin ich positiv angetan von den Linsen hier und auch von der Bildquality und der Größe von den Linsen, wenn man das nochmal vergleicht mit der G2, da fand ich das echt blöd. Da hast du sehr viel FOV verloren und warst näher dran an den Linsen. Das sieht hier wesentlich besser aus. Aber dafür kann VR-Optik ja jetzt in dem Fall nichts, weil einfach, ja, die G2 da einfach nicht mitgedacht hat, wie man jetzt Linseneinsätze da möglich macht. Und das funktioniert bei der Pico Neo 3 Link wesentlich besser. Credits an Pico mit dem Gummiring. Habe ich gedacht, muss ja super umständlich sein, aber ganz im Gegenteil. Das schützt nochmal zusätzlich eure Linsen, dass ihr da diesen Gummibezug habt und trotzdem sind die Linsen fest, also die Sehstärke-Einsätze und ihr müsst euch da gar keine Sorgen machen. Wie gesagt, unten in der Beschreibung kriegt ihr noch einen Promocode. Wenn ihr über meinen Link hier kauft, dann unterstützt ihr mich mit ein paar Euronen, aber ihr zahlt keinen Cent extra, also würde ich mich freuen, wenn ihr darüber die Dinger bestellt. Ja, mal gucken, was noch andere Konkurrenten bieten. VR Rock waren jetzt, sage ich mal, die schnellsten. Ich weiß gar nicht, woher genau sie kommen. Man findet gar nichts auf der Webseite, aber das Paket kam aus China. Also, ne, wird das wahrscheinlich aus China kommen. Aber trotzdem ging das Ganze recht flott vom Versand her, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.